Ein Ring wird geschmiedet in der Goldstadt Pforzheim. Aus einem Stück Edelmetall. Erhitzt mit Lungenkraft durch das Mundlötrohr entsteht am Werkbrett in Dutzenden von Arbeitsschritten ein Ring aus Silber und Gold. Ein Schmuckstück, das seinen Träger begleiten soll. Goldschmiedemeister Johannes Stoll schmiedet seit Jahrzehnten individuelle Ringe für ausdrucksstarke Menschen. Dieses Mal soll es ein Männerring werden. Männerring oder Männerschmuck, finde ich, ist immer eine Herausforderung, wenn es nicht ein Totenkopf oder Kettenglieder sein sollen. Ich finde, ein Männerring muss eine klare Struktur haben, muss eine Eindeutigkeit haben und eine gewisse Strenge. Die Idee ist, einen Männerring zu machen, in Anlehnung an Ringe, die ich schon gemacht habe, mit einer aufgelösten Oberfläche, der Silberring, ausgekleidet mit 900 Gold und als Stein einen halbierten Diamantwürfel, unbearbeitet. Zu Beginn tue ich Silber schmelzen. Silberreste werden zusammengeschmolzen, das sind 50 Gramm. Die werden hier in dem Tiegel eingeschmolzen. Goldschmied ist einer der wenigen Berufe, bei denen die Materialbearbeitung vom Anfang bis zum fertigen Produkt in einer Hand bleibt. Johannes Stoll schmelzt den Rohling für sein benötigtes Edelmetall mit seinem großen Propangasbrenner. Seit der frühen Kupferzeit, also im 5. Jahrtausend vor Christus, gibt es Schmuck aus Metall. Können Menschen auch edle Metalle schmelzen und bearbeiten. 50 Gramm Silberreste schmelzt der Goldschmied und füllt das flüssige Silber vorsichtig in die Eisenform. Edelmetall am Stück. Mit der kompakten Form kann der Handwerker arbeiten. Wie kam Johannes Stoll dazu, Goldschmied zu werden? Während der Schulzeit hatten wir oft Unterricht im Freien und unter den Bäumen lagen immer kleine Aststücke und die fand ich so genial vom Aufbau her, dass ich angefangen habe, Ohrhänger daraus zu machen. Der Rohling ist das weiße Blatt Papier des Goldschmieds. So, nachdem wir das Silber nun gegossen haben, der Klotz versäubert. Mit der groben Feile beginnt die Arbeit am filigranen Schmuckstück. Silber ist ein weiches, gut verformbares Metall, ist aber auch stabil. Es lässt sich mit der Metallsäge teilen. Goldschmiede arbeiten mit einer Metalllaubsäge, die feinste Schnitte erlaubt. Und das passiert dann auch. Das häufige Auswechseln der Sägeblätter erinnert an den Werkunterricht in der Schule. Am Ende kann der Goldschmied den Silberstab mit der Hand brechen. So, jetzt haben wir das abgesägt, das Ganze. Jetzt wird gewalzt. Dann wird jetzt dieses abgesägte Teil auf die Ringstärke, die ich brauche, runtergewalzt. Die typische Goldschmiedewalze besteht aus einer Doppelwalze, ist kombiniert für Metallbleche und Metalldraht nutzbar und wird per Hand betrieben. Problemlos lässt sich der Silberstab dünner walzen. Nachmessen 11,5 mal 2. Jetzt werde ich das
Silber ausglühen, damit es wieder weich wird für die nächsten Arbeitsschritte. So. Also ich erzeuge die Hitze nur durch Reinpusten. Jetzt so in dem Bereich hat die Flamme eine Temperatur wie eine Kerzenflamme und wenn ich reinblase, steigert sie sich auf ca. 2000 Grad. Das Silber hat sich durch die Kaltverformung in der Walze verändert. Es ist nun härter, lässt sich weniger dehnen. Durch das Glühen und anschließende Abschrecken rekristallisiert sich das Metall. Es wird wieder weich und gut verformbar. So, jetzt walzen wir das noch ein Stück runter und zwar mehr in die Breite, das heißt diagonal, damit der Schub in die Breite geht und nicht in die Länge. So ist gut, 1,5 Millimeter. Die Breite gefällt mir auch. Gut. So. Nächster Schritt. Ich bringe jetzt die Oberfläche zum Fließen, zum Schwimmen. Jetzt kommt der Künstler Johannes Stoll zum Zug. Die Oberfläche verflüssigt sich und liefert eine zufällige Struktur. Genau diesen Look soll der Silberring erhalten. Mit dem Lotschieber, auch Gottesfinger genannt, hilft der Goldschmied nach, um die Struktur lebhafter aussehen zu lassen. Perfektes Zufallsmuster, abgeschreckt im Wasser. Die beim Erhitzen entstandene dunkle Oxidschicht wird beim Abkochen in verdünnter Schwefelsäure entfernt. Johannes Stoll hat seine Werkstatt in Pforzheim. Warum? Das Schöne hier in Pforzheim zu arbeiten ist, man hat alles vor der Tür. Also ich habe Edelsteine jeder Couleur. Ich habe Scheideanstalten, wo ich mein Material beziehen kann. Ich habe Werkzeughändler und alles in Laufnähe. Also von daher ist das Arbeiten hier natürlich eine tolle Sache. Jetzt werden wir das Gold schmelzen, legieren. Ich mache eine 900er Goldlegierung, weil die geschmeidiger ist. Goldanteil ist höher, aber die Farbe ist auch interessanter. Geben wir ein bisschen Borax dazu. Borax dient als Schmelzmittel. Die Metallreste aus Gold und Kupfer erhitzt der Goldschmied in Birkenholzkohle. Wichtig beim Legieren ist es, die Metalle so stark zu erhitzen, dass sie sich im flüssigen Zustand miteinander verbinden. Der perfekte Moment ist erreicht, wenn die Goldoberfläche einen glatten, ruhigen Spiegel bildet. Ein kleiner Goldklumpen. Ausgangspunkt für den Goldring. Die Farbe des Goldes wird durch den Kupferanteil bestimmt. Je höher er ist, desto röter erscheint das Edelmetall. Genauso wie Silber lässt sich das weiche Gold in der Walze kalt formen. Das Gold für den inneren Ring soll eine Stärke von 0,4 mm haben. Jetzt hat es noch 1,5 mm. Jetzt gehe ich ein bisschen in die Breite, damit ich Möglichkeit habe auszugleichen. So, und jetzt merke ich, dass das Material an seine Grenzen kommt. Das heißt, ich muss jetzt zwischenglühen, damit es wieder weich wird.
werden wir das Ganze ausglühen und den Schlitz, der da entstanden ist, das ist durch die Überbelastung beim Walzen, fängt es an zu reißen. Den werde ich jetzt versuchen wieder zu schließen. Durch die Erhitzung lässt sich die Lücke im überdehnten Gold schließen. Glühen und Abschrecken rekristallisiert das Metall. Es kann wieder gewalzt werden. Gut. So. Jawohl. 0,4. Länge müsste auch hinhauen. Gut. Die Stärke des Goldes stimmt. So, jetzt wird das Ganze beschnitten. Die Blechschere kommt zum Einsatz. Noch sieht das Goldinlay unscheinbar aus und ist nur ein einfaches Metallband. So, wunderbar. Nun wird die ganze Sache zum Ring gebogen. Es kann sein, dass ich einen Ring anfange zu arbeiten und ich weiß nicht, wie er am Ende aussieht. Bin dann selber überrascht über das Ergebnis. Oder ich habe ein ganz klares Konzept, ich habe eine ganz klare Vorgabe auch vom Kunden, nehme mir dann aber trotzdem die Freiheit raus, wenn ich sehe, hier ist eine Nuance, die würde ich gern ändern oder die Breite ist so nicht gut, man müsste einen Millimeter mehr oder einen Millimeter weniger machen, dann gehe ich mit dem Kunden ins Gespräch. Meistens ist das auch kein Problem. Meistens sind die sogar dankbar. Die Magie des Handwerkers. Der Herr der Ringe verwandelt einfaches Metall in einen Ring. So, jetzt können wir das zulöten. Dazu brauchen wir Borax. Borax ist ein Flussmittel für Hochtemperaturlötungen. Und ich brauche Lot. Lot hat den gleichen Feingehalt wie das Basismaterial, aber einen niedrigeren Schmelzpunkt. Das Lot fließt eher als das zu lötende Gold und sorgt für eine optimale Verbindung. Ein Goldring für eine Menschenhand, im Feuer geschmiedet. Auch das Gold wird im Schwefelsäurebad gereinigt. Na, sieht doch gut aus. Es ist immer wieder beeindruckend. Die Farbe ist immer einfach beeindruckend. Mit der 900er Legierung sind wir am nächsten am Feingold. Dann schaue ich mir die Größe an. Okay, reicht noch nicht. An der Ringänderungsmaschine, ja, die heißt wirklich so, kann der Goldschmied den Ring behutsam weiten. Der Druck wird gleichmäßig verteilt. Mit dem Ring Dorn misst Johannes Stoll die Größe. So, gut. Jetzt sind wir auf 62. Mit einer Metallfeile glättet der Pforzheimer die Kanten des Goldrings. Auch an der exakten Größe feilt der Goldschmied nochmal. So,
So, jetzt tun wir die Kanten noch brechen. Das Gerät wird feiner. Eine Rundfeile kommt zum Einsatz. Das Gold-Inlay wird für das Einpassen in den Silberring vorbereitet. So, nächster Schritt, den Silberring zurichten. Da wird erstmal ein Ende abgesägt, dass man einen Anhaltspunkt hat. So, jetzt wird der Silberstreifen zum Ring gebogen. Die jahrzehntelange Erfahrung des Meisters zahlt sich hier aus. Die meisten Handgriffe setzt er freihändig mit sicherem Augenmaß. Das Teil muss innen reinpassen. Tut's noch nicht, darf es auch nicht. Gut, jetzt sägen wir das andere Ende ab. Ein akkurat angesetzter Sägeschnitt bringt den Silberring auf Länge. Allmählich nimmt er Gestalt an. Okay. Die Enden müssen ganz sauber aufeinander sitzen. Und um keine Druckstellen zu hinterlassen, nämlich eine Zange mit Kunststoffbacken. Die Naht wird verschweißt. Unzählige Male muss der Ring durchs Feuer gehen. Die Erhitzung verträgt das Material gut, solange es nicht überhitzt wird. Die optimale Temperatur erkennt der Goldschmied am Grad der Rotfärbung. Gut, jetzt lasse ich hinten noch ein bisschen Lot reinfließen. Der nahtlose Ring. Von außen und innen sauber verschweißt, wird später keine Naht mehr zu sehen sein. Jawohl. Wichtig ist es, das Edelmetall immer wieder abzuschrecken. So bleibt das Material elastisch. Dem Oberflächenmuster macht die Prozedur nichts aus. Selbst die Bearbeitung mit dem Gummihammer schadet ihm nicht. Größe reicht noch nicht. Der wird jetzt gedehnt wie der Goldring vorher. Die Größe von äußerem Silberring und innerem Goldring muss genau aufeinander abgestimmt sein, damit der fertige Ring später perfekt passt. Auch hier verlässt sich Johannes Stoll auf den Messdorn, aber vor allem auf sein Gefühl. Also wenn ich jetzt Gewalt anwenden würde, würde er reinrutschen. Das will ich aber nicht, weil ich will erst die Fassung noch draufsetzen. Gut, soweit. Eine langwierige Arbeit. Die Kanten des Silberrings werden sauber gefeilt. An was denken Sie, wenn Sie so langwierige Arbeiten machen? Wie halte ich meinen Zeigefinger am besten am Pfeilnagel, dass er nicht so weh tut? Mit der Schieblehre misst der Goldschmied immer wieder die exakte Breite des Rings. Er muss ebenmäßig und rund sein. Auch die Kanten werden sauber abgefeilt. Da wird später der Goldring drüber gebogen.
habe ich auf jeder Seite ca. 2 mm Überstand. Das heißt, das Gold hat jetzt eine Breite von 14 und das Silber hat eine Breite von 11 mm. Dann kann ich schön das Gold von innen über den Ring nach außen ziehen, über den Silberring nach außen ziehen. Das ist gut. Mit der Kante brechen. Ich darf schöpfen, ich darf kreieren, ich darf ein Material verwenden, was sehr speziell ist. Edelmetall ist sehr speziell in seiner Verarbeitung, in seiner Art und Weise. Ich darf einen Prozess zum einen in Gang bringen und bis zum Ende nachverfolgen. Und ich habe am Anfang nur einen Klumpen und am Ende ein fertiges, wunderschönes Schmuckstück. Letzter Schliff mit Schleifpapier. Die stundenlange Tätigkeit am Werkbrett, für Johannes Stoll eine befriedigende, kreative Arbeit. Um den Ring abzurunden, quasi, habe ich mich für einen halbierten Diamantwürfel entschieden. Für den hier, so einen rötlichen Diamantwürfel. Halbiert deshalb, weil er dann nicht so sehr aufträgt, nicht so sehr absteht. Er hat einen schönen Kontrast zum Gold, einerseits, in das er nachher gefasst wird, und einen schönen Kontrast zum Silber, wo ein weißer Stein eher untergehen würde. Dann haben wir hier Kantenlänge von 5,5 mm. Normalerweise wird für einen eckigen Stein eingefeilt, das mache ich jetzt aber nicht, sondern ich tue das einfach biegen, es wird scharf genug. Und dann immer wieder anpassen an den Stein. Okay. So, jetzt säge ich das auf, damit ich die Fassung zulöten kann. Bei der Größe der Fassung ist wieder Augenmaß gefragt. Sie sollte richtig eng an den Stein angepasst sein, sonst rutscht er später hin und her. Jawohl. Der Stein sitzt gut. Jetzt kann die Fassung an der Naht geschweißt werden. Eine filigrane Arbeit, die viel Fingerspitzengefühl verlangt. Ja. Für den erfahrenen Goldschmied ist das aber kein Problem. Und wieder in die Säure. Mit der kleinen Nagelfeile arbeitet Johannes Stoll die Wölbung des Ringes in die Fassung ein, damit die kleine Fassung sauber auf dem Silberring sitzt. Ein kritischer Blick. Der Meister ist zufrieden. Okay. Nun haben wir die Fassung gut aufsetzen können auf den Ring. Das gehört so, also bei diesem Ring jetzt zum diffizilen Geschäft, weil das richtig sauber sitzen muss. Ja, der ist gut.
Mit dem Gummirädchen geht's nun an die Fassung, um die Oberfläche zu egalisieren. Okay. Das ist Borax in Methanol gelöst. Und das verwendet man eigentlich für alle Goldarten zum Abdecken. Das geht nach Augenmaß, oder? Ich arbeite lieber nach Augenmaß, als dass ich Linien festlege, die ich nachher nicht mehr wegkriege. Von daher arbeite ich gerne nach Augenmaß. Da sehe ich Zehntel Millimeter Abweichung. Ich weiß zwar nicht, wie viel es ist, aber ich sehe, dass es abweicht vom Zentrum. Aber so sieht es jetzt gut aus. Ich finde, meine Schmuckstücke muss man am Menschen sehen. Muss auch der Mensch selbst an sich sehen und spüren. Passt es zu mir oder stört mich das? Weil stören soll das nicht. Meines Erachtens soll Schmuck eine Ergänzung sein. Er soll nicht im Vordergrund stehen und aber auch nicht im Hintergrund. Er soll den Menschen in seiner Art ergänzen. Ja, gut. So. Kommt wieder Flussmittel dran. Das Anlöten der Fassung an den Ring ist wieder eine Herausforderung an Feinmotorik und Augenmaß. Da hängt was drin. Aufgepasst, das überflüssige Pinselhaar muss auch noch raus. Verlötet wird die Fassung von innen. Das Flussmittel Lot wird von innen an die Fassung angestoßen, dann hinterlässt es außen keine Spuren. Diese Fassung wird halten. Eine Verbindung für die Ewigkeit. So, nun ist gut. Also jetzt wird das Ganze wieder abgekocht. So, das gefällt mir. Nächster Schritt. Die Fassung auf Höhe abfeilen bzw. absägen. Angelehnt am sogenannten Pfeilnagel lässt sich die Goldfassung freihändig gut bearbeiten. Der abgesägte Goldrest wird aufgehoben zum Einschmelzen für ein anderes Schmuckstück. Beim Abschleifen der Kanten der Goldfassung kommt die Feile wieder zum Einsatz.
Jetzt habe ich hier mein Setzwachs. Das nimmt man, um Steine in die Fassung einzupassen, beziehungsweise mal reinzusetzen. Passt nur in eine Richtung. Das schadet aber nichts. So, der erste Ringeindruck mit Stein. Ring ist an der Hand, die Hand ist unterwegs, die Hand ist ständig am Tun und immer präsent. Ohrschmuck trage ich mehr zum Schmücken, das sehe ich gar nicht, das sehen die anderen. Kette ist in erster Linie was ich für mich trage. Das muss ein anderer gar nicht unbedingt mitkriegen. Und der Ring ist definitiv was vor mir ist, also oder mit mir nach vorne geht. Ich fräse das jetzt tiefer, damit der Stein weiter runter rutscht in der Fassung und einen sauberen Sitz hat. Der Einsatz der Fräse erinnert ein bisschen an eine Zahnarztpraxis. Die Arbeitsgeräte sind zum Teil auch identisch. Auch Johannes Stoll hat in seiner Jugend mal in einem Zahnlabor gearbeitet. Für den Kunsthandwerker war es aber nicht das Richtige. Aber manchmal klingt es in der Goldschmiedewerkstatt wirklich ein bisschen wie beim Zahnarzt. Letzte Anprobe. Passt der Rohdiamant perfekt in die Fassung? Ja, jetzt sitzt er drin. Aber ganz zufrieden ist der Meister nicht. Er entscheidet sich für eine Änderung. Ich habe mich nun doch entschlossen, den Stein ein bisschen über die Fassung rausgucken zu lassen. Das heißt, ich kürze jetzt die Fassung, während der Stein drin ist. Dem Diamanten macht es nichts aus. Eine gute Entscheidung. Sieht perfekt aus. Jetzt tun wir den Stein fassen. Dazu spanne ich den in den Schraubstock, aber zum Schutz mit Holz, also zum Schutz für den Ring. Die goldene Fassung, die ich gemacht habe, wird mit Punzen und Hammer an den Stein angetrieben. Eine elegante Lösung. Der Stein ist nicht eingeklebt, sondern bekommt seinen Halt dadurch, dass der obere Rand der Fassung an den Stein getrieben wird. So, das war's. Erstmal. Mehr und mehr nimmt der Ring seine endgültige Form an. So, jetzt wird die Fassung versäubert. Es ergibt immer so kleine Unebenheiten. Die werden jetzt weggeschliffen und dann poliert. Für den Laien kaum erkennbar, aber der Profi sieht jede Unebenheit. Meine Idee ist, die Fassung zu polieren, aber nicht den Silberring. Der Silberring wird von der Farbe, von der Oberfläche, wird er so bleiben. Viele Schmuckstücke von Johannes Stoll leben vom Kontrast. Hochglanz gegen wilde Oberfläche. So. Brauche ich noch einen anderen?
Tausendmal poliert. Edelmetall schmückt hochglänzend eben am besten. Gut, das war's. Jetzt wird der Polierdreck runtergenommen. Das Ultraschallbad ist 60 Grad heiß und hat ein Lösungsmittel drin, ein fettlösendes Mittel, ähnlich wie Seife. Gut. Jetzt werde ich den Silberring noch mit einer Glasbürste bearbeiten. Einfach weil dann die Oberfläche noch mal ein bisschen interessanter wird. Hier. Kontrolle unter dem Vergrößerungsglas. Lupenreine Meisterqualität. Vorbereitung des Goldinlays. Der Goldschmied erhitzt zum letzten Mal den Feingoldring, damit er sich gut einpassen lässt. So, jetzt kommt der interessanteste Moment bei der ganzen Sache hier. Das Einpassen des Inlays bzw. das Fixieren und dann mit dem Kugelpunzen dehne. Dank der präzisen Vorarbeit passt das Gold-Inlay exakt in den Silberring. Ja, jetzt sitzt er drin. Ein Spezialwerkzeug für Goldschmiede. Punzen sind ursprünglich Schlagstempel, um Ornamente in Metall oder Leder zu treiben. Mit sogenannten Kugelpunzen lassen sich die Ränder des Goldrings gleichmäßig über den Silberring dehnen. Andere Seite. Die endgültige Form des Rings ist zum ersten Mal gut sichtbar. So hat ihn sich sein Schöpfer von Anfang an vorgestellt. Er wird seinen Träger schmücken. Sie sind der Herr der Ringe. Welche Macht haben Sie? Ha, die Macht der Ringe. Ich mache gerne Ringe. Das ist einfach, ich finde es ein sehr, sehr interessantes Thema und ich finde es ein immer noch ausbaufähiges Thema, obwohl es Ringe gibt wie Sand am Meer. Immer wieder neu. Nächster Schritt. Ich spanne die Kugelpunze hier ein. Dann habe ich eine saubere Unterlage für den Ring und bin flexibel, was die Stellung angeht. Und werde jetzt mit dem Hammer das Gold weiter auf den Silberring legen. Wichtig bei der Art ist, dass ich nicht eine Stelle fertig bearbeite und dann die nächste, sondern dass ich permanent am Drehen bin und quasi synchron umlege. In der Endphase der Ringfertigung ist behutsames Arbeiten angesagt. Das edle Schmuckstück darf nicht beschädigt werden. Der Ring sitzt am Finger, hat Hautkontakt. Besonders die Innenseite wird so lange abgeschliffen und poliert, bis die Oberfläche perfekt glatt ist und glänzt. Dafür nimmt sich Goldschmiedemeister Johannes Stoll alle Zeit.
die es braucht. Wird richtig heiß. Je feiner die Schleifkörper sind, umso höher ist die Reibung. Und Silber und Gold sind sehr gute Leiter. Das heißt, die leiten nicht nur Strom gut, die leiten auch Hitze gut. Ein ganzes Arsenal von Schleifköpfen kommt zum Einsatz. Nächst feinere Stufe. Der Herr der Ringe, auch ein Schleifmeister. So, jetzt ist die Vorstufe beendet. Und der Ring wird am Poliermotor entpoliert. Auch diese Maschine leistet einen wichtigen Beitrag, damit der hochpolierte Goldring dem Finger schmeichelt und vom Träger als angenehm empfunden wird. Um alle Polierwachsreste zu entfernen, wird der fertige Ring im heißen Ultraschallbad gereinigt. Jetzt wird noch der Feingehalt gestempelt, beziehungsweise beide Feingehalte. Erst das Silber mit 9,25. Und dann 900 für das Gold. Genau. Und dann mein Logo. Also er hat auf der einen Seite eine gewisse Strenge, eine klare Form, parallele Ringschiene, gleichmäßig überlappendes Gold, eine relativ strenge Steinform, eben durch das Quadratische. Und dann aber als Kontrast eben die komplett aufgelöste Oberfläche der silbernen Ringschiene. Und ich liebe das, auf Kontraste zu arbeiten. Wie könnten Sie sich einen fiktiven Träger für den Ring vorstellen? Kulturell interessiert, ein bisschen außer der Reihe, mittleres Alter, ich würde mal sagen 40, ein Mann mit einer gewissen Leichtigkeit. Ja. Bin ich mal gespannt, wann der kommt. Der Ring für einen Mann ist fertig. Nach vielen anstrengenden Stunden mit Dutzenden von Arbeitsschritten hat Goldschmiedemeister Johannes Stoll mit seiner Händearbeit ein kleines Kunstwerk geschaffen. In seinem Atelier in der Pforzheimer Innenstadt bietet er das Schmuckstück für etwas über 1.100 € an. Gemessen am Arbeits- und Materialeinsatz ein eher bescheidener Preis. Der edle Ring wird seinen Träger jedenfalls ein Leben lang schmücken.